Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und ja, heute mit einer traurigen Meldung. Ozzy Osbourne ist gestern, wie wahrscheinlich viele von euch mitbekommen haben, verstorben. Im Alter von 76 Jahren. Ich glaube, knapp 2 Wochen jetzt nach seinem Abschiedskonzert, das ich mir viel auf YouTube angeguckt habe. Ich habe viel die anderen Bands geguckt, mir das Konzert von Ozzy angeguckt, viele Songs. Ich habe mir das Black Sabbath Konzert, einige Teile davon angeguckt. Und bin gerade echt so ein bisschen im Ozzy-Hype. Wie ihr ja gesehen habt, habe ich gestern meine Ozzy Osbourne Complete Vinyl Collection Box bekommen. Und bin total gerade so ein bisschen gehypt. Hör auch gerade irgendwie rauf und runter Mr. Crowley, seit ich das bei YouTube dann auch immer so ein bisschen gehört habe. Und bin gerade wirklich ein bisschen, gehypt, was Ozzy angeht, obwohl ich nie, ich sag mal, der Riesenfan war. Ich finde ihn gut, aber ich war nie ein Riesenfan. Und besonders war ich nie ein Riesenfan von Black Sabbath. Ich habe einige Platten, aber ich war nie ein Riesenfan davon. Trotzdem ist gestern halt einfach eine Legende, eine Ikone, der Gründer im Prinzip von der Musikrichtung, die ich vom ganzen Herzen liebe, von uns gegangen. Und ja, ich saß gestern Abend geschockt vorm Fernseher. Es war, um es mal ein bisschen lustig zu erzählen, meine Tochter hat mit Heavy Metal nichts am Hut, kam die Treppe runter und sagte so, hey, der Typ hier von deiner Box, der ist gerade gestorben. Und ich dachte mir nur so, wie jetzt? Und dachte, die guckt viel TikTok. TikTok ist eh nur Mist. Da wird bestimmt wieder irgendeiner Quatsch reingestellt haben. Aber nein, ich habe dann irgendwie, war das BBC News auf YouTube Live oder irgendwas da gesehen? Und da lief dann so eine Sondersendung über Ozzy. Das habe ich mir dann noch eine halbe Stunde angeguckt. Und war echt geschockt und wusste nicht, was ich sagen soll, weil ich gerade dieses Konzert gesehen habe und auch zu meiner Frau gesagt habe, schade, dass man da eigentlich nicht irgendwie, ich wusste von diesem Konzert vorher gar nicht so richtig und dass man das nicht mitbekommen hat und eigentlich irgendwie hingereist wäre, um sich das anzugucken, weil ich habe leider Ozzy Osbourne nie live gesehen. Also da muss ich auch wirklich sagen, hätte ich lieber Ozzy live gesehen als Black Sabbath, weil ich einfach die Songs von Ozzy Osbourne solo mehr mag. Und ja, es ist einfach, finde ich, mega, mega traurig. Um ganz kurz von Ozzy mal wegzugehen. Heute ist mir dann noch was extrem Schlimmes passiert im Vinylbestellen-Bereich. Ich mache dazu ein extra Video. Ich möchte erstmal abwarten, wie die andere Seite reagiert, wo ich jetzt gerade dieses Dilemma mit habe. Und das hat mich dann heute nochmal runtergezogen. Es ist wirklich, 2 Schläge auf einmal gestern Abend mit so einem komischen Gefühl ins Bett gegangen und heute nach Hause gekommen und einen Schlag in den Magen bekommen, so nach dem Motto. Also irgendwie 2 Tage zum Abhaken und weitermachen. Aber reden wir weiter über Ozzy und ich zeige euch heute einfach mal meine Black Sabbath Platten in Gedenken an Ozzy Osbourne. Ich habe seine Serie geliebt, die Osbournes. Ich fand es mega lustig, wenn er seinen Nachbarn irgendwelche Sachen über den Zaun geschmissen hat oder ich habe es einfach geliebt, wenn er rumgelaufen ist und I'm the fucking Prince of Darkness gesagt hat. Der Typ war einfach eine Legende und ist einfach Kult. Und ja, deswegen heute mal meine Platten von Black Sabbath. Es sind nicht viele, aber ich habe ein paar und wir schauen uns das einfach mal an. Hier natürlich das Debütalbum, im Prinzip der Grundstein des Heavy Metal, Black Sabbath mit diesem ultra genialen Cover. Und ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich es angucke, weil ich bin ein Horrorfilm, Gruselfilm-Fan und dieses Cover hat im Prinzip alles, was ich in Gruselfilmen hasse und auf eine gewisse Art auch liebe. Es ist ein altes Gemäuer, es sind Bäume und es ist eine komische Frau, die irgendwo rumsteht. Hätte sie jetzt noch ein weißes Gewand an, wäre es noch schlimmer für mich. Also ich liebe diese Filme wie Conjuring oder irgendwas, wo im Hintergrund irgendwas langläuft und ein weißes Gewand anhat und am Fenster steht oder wie auch immer. Ich finde dieses Cover, und ich weiß gar nicht, ob man das sehen kann, ich habe Gänsehaut, wenn ich es erzähle. Dieses Cover ist irgendwie absolut genial, weil es ist für mich so der Inbegriff von Grusel, den ich hasse und liebe.
Das Cover ist einfach ein mega Cover. Das sieht einfach total gruselig aus. Das ist total düster. Ja, einfach genial. Hat irgendwie sowas von, weiß nicht, so eine Mischung aus Blair Witch Project und keine Ahnung, The Conjuring, um es mal wieder beim Namen zu nennen wie eben. Ja, da haben wir das Album. Ja, die Mucke, ich kann da gar nicht viel drüber sagen, weil man kann sich's anhören. Der erste Track ist natürlich eine Legende, aber so richtig bin ich nie damit warm geworden. So traurig das ist, aber ich werde mich jetzt vielleicht noch mal mehr reinhören. Es ist ein Kultalbum, das bei mir nie richtig zugepackt hat, um es beim Namen zu nennen. Aber trotzdem, Debütscheibe von Black Sabbath gehört, finde ich, in jede Metal-Sammlung. Wer das Album nicht hat, muss es einfach dazustellen, weil es ist der Grundstein. Kommen wir zum nächsten. Ich gehe jetzt hier nicht chronologisch vor. Da habe ich noch Black Sabbath Greatest Hits. Da haben wir das Album. Hier seht ihr es, Ozzy Osbourne on Vocals. Und ja, Paranoid drauf, halt so die typischen Warpigs, Iron Man, die Klassiker von Black Sabbath auf diesem Album. Auch ein schönes Teil. Dann The Eternal Idol. Das sind alles Flohmarktfunde, die ich hier habe. Also all diese Platten habe ich auf dem Flohmarkt geschossen. Mal mehr bezahlt, mal weniger. Das Debütalbum, da musste ich ein bisschen tiefer in die Tasche greifen, wollte es aber endlich in meine Sammlung hinzufügen. Ja, dann haben wir hier dieses Album. Ich muss gestehen, ich weiß gar nicht, ob jetzt auf allen Platten Ozzy Osbourne singt. Weil ich glaube hier zum Beispiel schon mal nicht, weil Vocals ist hier jemand anders angegeben. Ja, auf jeden Fall Eric Singer, sehe ich gerade, hat hier Drums gespielt. Das ist mir auch noch nicht aufgefallen. Ein Album, wo ich jetzt hier gar nichts zu sagen kann. Ich muss gestehen, ich habe noch nicht mal in das Album richtig reingehört. Dann haben wir hier Black Sabbath, We Sold Our Soul for Rock'n'Roll. Das Ganze innen drin mit so einem kleinen Booklet. Da haben wir dann nämlich hier einmal Ozzy auf der linken Seite und ja, da auch wieder Ozzy. Hier haben wir Ozzy, absolut genial, tolles Teil, so ein Doppelvinyl, sehr, sehr schönes Ding. Ist ja auch ein Best-of, wenn ihr mal guckt, wieder, wo verschiedene Sachen drauf sind. Also ihr seht schon, ich habe nicht viele Alben, ich habe 2 Best-of-Scheiben. Und halt dann das hier noch. Reflection. Black Sabbath ist auch ein Album, wo ich jetzt nicht 100% sagen kann, ob Ozzy singt. Auch in das Album habe ich noch nicht allzu doll reingehört. Ich werde das ändern. Viele werden wahrscheinlich sagen, Gott, wie kannst du? Aber ja, wenn man mit einer Band nicht warm wird so richtig, dann hört man auch nicht groß rein. Es ist einfach, man hört sich ein paar Sachen an und man merkt ja schnell, es catcht einen oder es catcht einen nicht. Und ja, in diesem Falle ist der Funke halt einfach nie richtig übergesprungen. Das sind so meine Black Sabbath Scheiben. Ich wollte sie euch einmal zeigen, um einfach ja, mit euch über das, was sich gestern ereignet hat, zu reden. Meine Ozzy Osbourne Box wollte ich heute erst zeigen. Ich kann es aber heute noch nicht, weil es einfach zu lange dauern würde und ich die Zeit nicht habe, das heute fertig zu kriegen. Deswegen kommt die Ozzy-Box am Wochenende. Da widmen wir uns dann nochmal Ozzy und da kommen dann wirklich echt ein paar schöne Teile. Das schauen wir uns aber am Wochenende in Ruhe an. Dann wird das halt so ein bisschen jetzt mal die Ozzy-Woche. Und wenn es einer verdient hat, dann Ozzy Osbourne. Ich hoffe, er trinkt da oben jetzt mit Cliff Burton ein Bierchen, mit Lemmy und all den Jungs, die schon von uns gegangen sind. Wen kann man noch nennen? Elvis finde ich hier auch nicht zu vergessen. David Bowie, sind ja so einige große schon mittlerweile von uns gegangen. Demnach gesellt er sich jetzt dazu und ich hoffe, die haben eine coole Zeit da oben. Was soll ich anderes sagen? Es ist traurig genug. Lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da. Über einen Kommentar würde ich mich sehr, sehr freuen. Und keep on rockin' und Ozzy, rest in peace. Ich werde dich auf jeden Fall für meinen Teil vermissen. Bis denn, ich bin raus. Tschüss.